Herzlich willkommen zu einem mal ganz anderen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind hier ganz woanders als sonst, wenn ihr die Brickworld seht, und zwar sind wir immer noch auf dem gleichen Gelände. Und zwar, ich habe es ab und zu schon erwähnt, wohin die Brickworld in ferner Zukunft ziehen könnte. Es gäbe mehrere Möglichkeiten hier auf dem Gelände, denn wie gesagt, es gibt hier eine ehemalige Werkzeugfabrik, die momentan leer steht. Sie war mal teilweise von unserer Seite dann vermietet, aber die Zeit der Werkzeugfabrik haben wir selber nie miterlebt. Jedenfalls gibt es hier weiter oben die Möglichkeit, auf ein paar, ich weiß nicht, 120 Quadratmeter zu ziehen. Und die größere Möglichkeit befindet sich unter anderem hinter dieser Tür, und zwar eine von beiden Hallen, in denen damals die ganzen Maschinen standen. Und dort werden wir mit den ganzen Nebenräumen auf ungefähr 450 Quadratmetern. Dort könnte die Brickworld irgendwann hinziehen. Man müsste natürlich die Räume ein bisschen sage ich mal, modernisieren. Man müsste einiges von den alten Sachen wegbauen, damit es eben nicht so nach Werkzeughalle aussieht. Aber hier hinter könnten man irgendwann in ferner Zukunft die Brickworld stehen. Und ich würde sagen, wir schauen heute einfach mal da rein, damit ihr auch mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wohin das Ganze gehen könnte. Manche haben danach gefragt und ich dachte, heute wäre der perfekte Moment, um einfach mal hinter diese Tür zu schauen und wohin die Reise irgendwann in ferner Zukunft gehen könnte. Und da ist die Tür auch schon einen Spalt offen. Ich drücke sie jetzt mal auf und wir sehen einen großen, leeren Raum. Wundert euch natürlich nicht, wenn es halt. Ich versuche jetzt auch mal zu verhindern, dass die Tür zuknallt. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Steckdosen. Ihr seht das hier natürlich darauf basieren, dass das hier mal eine Werkzeugfabrik war. Das Ganze halt hier natürlich abartig. Natürlich nicht unbedingt darauf geachtet wurde, dass hier irgendwelche Leitungen großartig unterputzt sind, aber das entweder stört es einen nicht oder man kann es irgendwie beheben. Das ist die Tür, aus der wir gekommen sind. Hier ist übrigens noch ein Lastenaufzug, damit kann man dann die kiloschweren Pakete hochhieven. Und hier drüben geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Also diese Wand könnte man natürlich zum Beispiel rausreißen. Die Decke, die ganzen Rohre und Kabel und so weiter, wie gesagt, könnte man verstecken. Und hier um die Ecke würde es noch weitergehen. Den Pfosten hier kann man natürlich nicht wegmachen. Aber hier um die Ecke geht das Ganze noch ein bisschen weiter, wie ihr sehen könnt. Dann gibt es auch ein paar Nebenräume. Hier ist noch eine andere Tür, die auch wieder ins Treppenhaus führt. Und ja, wie gesagt, man müsste auf jeden Fall hier noch einiges machen. Was auch immer das hier ist, irgendeine Lüftungsanlage oder so, müsste natürlich auch weg. Der Boden müsste vielleicht ein bisschen verschönert werden, ist halt Industrieboden. Dort hinten links seht ihr gleich, da ist eigentlich die Einfahrt, also die Zulieferungszone. Da steht noch ein altes Sofa von uns momentan zwischengelagert. Aber das ist auch jede Menge Platz, würde ich mal sagen. Und hier könnte irgendwann in ferner Zukunft die Brickworld stehen in diesem Areal. Wie gesagt, es sind mit den ganzen Nebenräumen ungefähr 450 Quadratmeter Platz zum Austoben. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal kurz um die Ecke. Nicht wundern, wenn jetzt irgendwo Spinnweben sind. Das ist ein paar Monate her, seitdem wir das letzte Mal hier groß sauber gemacht haben. Hier gibt es natürlich immer noch ein paar Nebenräume. Damit kann man natürlich machen, was man möchte. Man kann andere Spielwelten erschaffen oder einfach als Lager benutzen, als Fläche zum Bauen. Hier ist noch ein mehr oder weniger totes Eck. Hier endet das Ganze und da sind wir wieder im Bereich der Einfahrt. Und dann würde ich sagen, wir laufen auch mal hier runter. Vorsichtsstufen natürlich. Und das wäre zum Beispiel auch ein Ort, an dem man sich irgendwann vorstellen könnte, dass die Brickworld auch zu besuchen wäre. Ja, es gibt, wie gesagt, jede Menge Platz. Wir können jetzt hier noch um die Ecke laufen. Hier ist noch so ein kleines weiteres totes Eck, in dem auch die ganzen Sicherungskästen sind, soweit ich mich erinnere. Hier ein riesiger Sicherungskasten. Und ja, wir sind hier teilweise unter der Erde, da gibt es ein paar Wasserschäden, ältere, ist aber auch zum größten Teil eigentlich behoben. Und hier um die Ecke können wir nochmal rumlaufen. Da sehen wir dann noch einen kleineren Raum. War halt so ein kleines Büro für einen Vorarbeiter oder dergleichen. Auch da könnte man noch irgendwas machen, beziehungsweise ich glaube, dass die Wände hier gar nicht mehr tragend ist unbedingt. Wobei die wahrscheinlich schon. Man könnte notfalls, glaube ich, das hier irgendwie mit einer Stütze rausmachen. Aber man kann hier auf jeden Fall einiges erschaffen. Und wie gesagt, die aktuelle Brickworld sind ungefähr 6 Quadratmeter. Wenn ich die jetzt hier reinstellen würde, wäre die komplett verloren hier drin.
Aber das ist die ganz, ganz ferne Zukunft, wenn das Projekt, sagen wir mal, auch finanziell sehr erfolgreich werden würde, was natürlich auch von Abos und Werbeeinnahmen und vielleicht anderen Einnahmen abhängt, könnte irgendwann die Brickworld in diese Räumlichkeiten ziehen, beziehungsweise erstmal nach oben. Da kann ich aber gerade nicht hingehen, weil dort oben noch einige Sachen zwischengelagert sind und wir da momentan noch nicht so wirklich durchgehen können. Aber hier wäre, sagen, ein großes Ziel, der Vorteil der ganzen Geschichte wäre natürlich auch, dass man hier keine Mietkosten bezahlen muss und für eine Fläche der Größe zahlt man natürlich schon einiges an Mietkosten. Vor allem ist es halt auch eine zusammenhängende Fläche, die sehr, sehr groß zu nutzen ist. Also auch wenn man hier irgendwie, man kann sagen, die ganze Welt hier gut ordentlich unterbringen. Man kann natürlich auch den Pfosten irgendwie mit einem Berg umbauen, notfalls. Und ja, das, was ihr gerade gehört habt, war mein Sohn, der mit hier dabei ist. Ansonsten würde ich sagen, das ist das, wohin es vielleicht irgendwann geht. Und ich dachte, nachdem es einige sich gefragt hatten, wie das denn hier so aussieht, machen wir mal einen kleinen Blick hier rein. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich kann noch sagen, dass wir vielleicht heute Abend nochmal einen Livestream haben. Wie immer relativ spät in Anführungsstrichen, aber da heute Samstag ist, kommen vielleicht noch mehr als sonst, wobei ich sagen muss, dass sonst ja auch schon sehr, sehr viele immer mit dabei waren. Und ich kann es einfach noch nicht versprechen, ich muss einfach mal schauen, wie es läuft. Und ich würde sagen, das war dann dieser kleine Einblick in die eventuelle ferne Zukunft der Brickworld. Viele hat es interessiert und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal entweder beim Livestream, bei einem Update oder anderen Video hier auf meinem Kanal. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke und ja, unterstützt gerne dieses Projekt von mir, das vielleicht irgendwann ein Projekt wird, das so eine Art Lebenstraum wird. Und bleibt mir nur sagen, bleibt gesund, vielen Dank, bis zum nächsten Mal hier aus der vielleicht zukünftigen Brickworld und dann sage ich nur noch Tschüss.